Hallo bei Ink Up Your Pen. Nachdem ich euch in einem meiner letzten Videos den Parker Parco vorgestellt habe, möchte ich euch heute seinen Nachfolger präsentieren, und zwar den Parker Parkett. Hier ist das gute Stück, und wer mein letztes Video schon gesehen hat, der wird sich denken, sieht ganz schön ähnlich aus. Da kommen wir gleich zu. Und zwar dann, wenn ich euch beschreibe, wie der Füllfederhalter ausschaut. Wir nehmen uns dann auch mal den Parker dazu, um da einen Vergleich ziehen zu können. Dann machen wir Maße und Gewichte. Dann machen wir eine Schreibprobe. Dann sage ich euch wie immer, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Und ich sage euch, was ihr für den Parker Parkett ausgeben müsst und wo ihr ihn vielleicht bekommen könntet, weil ist natürlich ein Vintage-Stück und ja, ist nicht ganz einfach zu finden, aber es ist auch nicht unmöglich. Also, dann los geht's. Der Parker Parkett oder Parketti, weil er eben mit noch einem E am Ende geschrieben wird, aber ich glaube Parkett oder Parketti müsste dann richtig sein und stimmen. Den gibt es in ganz vielen Farben. Wir haben ihn hier in der klassischen Schwarz-Gold-Edition. Und wie gesagt, wer mein letztes Video gesehen hat vom Parker Parco, der wird sich die Frage stellen, worin besteht der Unterschied? Und dann legen wir ihn einfach gleich mal nebenhin. Also wie ihr schon seht, sind die beiden Füllfederhalter gleich lang. Die Kappenbänder vorne und am Kappenkopf identisch, jeweils 2 goldene Ringe. Die Clips identisch. Es sind beides Lever Filler, also Hebelfüller. Das heißt also, ich hatte es ja beim Parco schon mal erklärt, dieser Hebel wird hoch und runter bewegt, werde ich jetzt hier nicht machen, weil ich ihn schon mit Tinte befüllt habe. Und dadurch wird der Schlauch oder der Tintensack, da wird ein Metallplättchen drauf gedrückt. Und wenn man den Füllfederhalter dann im Tintenglas hat, wird dadurch die Tinte angesaugt. Und das ist auch absolut identisch, diese Sache. So, und dann kann man hier das Abschlussstück nochmal am Schaft anschauen. Auch hier alles aus einem Stück gefertigt, kein Unterschied. Und ja, das ist bemerkenswert. Und dann hat mich das natürlich auch so ein bisschen interessiert, weil das Modell ist eindeutig. Hier sieht man es auch. Made in Parkett, Kanada. Also der ist natürlich nicht in Parkett oder Parketti oder Parketti hergestellt. Die Stadt gibt es nicht, sondern das ist die Modellbezeichnung dieses Füllfederhalters. Und warum man das in die Mitte zwischen Made in und Kanada hineingeprägt hat, das kann ich euch auch nicht erklären. Aber wie gesagt, das ist die Modellbezeichnung, und zwar wurde der Parkett wurde als Nachfolger des Parco 1933 eingeführt. Und der wurde in der Folge dann noch günstiger hergestellt, sodass man also der gesamtwirtschaftlichen Situation nach der Weltwirtschaftskrise noch mehr Rechnung tragen konnte und günstigere Füllfederhalter eben anbieten konnte. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass man hier alte Rohlinge noch aufgebraucht hat und diese dafür verwendet hat, um das neue Modell einzuführen. Also aus dem Parco wurde der Parketti. Und es ging dann eben so weiter, dass man dann erst die Neuentwicklung gemacht hat und hat den Parco mit dem Parco Deluxe nachher noch ein bisschen aufgewertet. Also das ist für mich die einzige Erklärung, weil er absolut baugleich ist. Wir können uns hier ja nochmal anschauen. Legen wir den mal nebenher und fangen wir mit der Kappe an. Also hier, das sind die ganz frühen Clips, die es hier hat. Die ist absolut identisch mit dem Parco, dieser Clip. Und da ist auch keine irgendwie andere Modellbezeichnung drauf oder irgendeine Veränderung, die jetzt hier irgendwie ersichtlich wäre. Wir können noch mal reinschauen.
das hier machen? Ja, genau so, glaube ich, kann man ein bisschen was sehen. Ja, sieht genau aus wie der Parco innen drin. Also alles absolut identisch, absolut gleich. Und der einzige, oder machen wir erstmal so, der Unterschied besteht darin, dass hier geprägt ist, wenn das mal ein bisschen besser fokussieren, Made in Parketti, Kanada. Also der ist Made in Canada. Das ist eine seltenere Ausgabe. Es wurden einige in Kanada hergestellt. Ich konnte nicht rausfinden, warum, wieso, weshalb man den in Kanada hergestellt hat oder warum die vielleicht die alten Rohlinge des Parcos noch weiter verwendet haben. Und ich kann euch auch nicht sagen, warum hier zwischen Made in und Kanada die Modellbezeichnung stehen musste. Das kann ich euch alles nicht sagen, aber ihr seht eindeutig, der wurde nicht als Parco verkauft, obwohl er absolut identisch ist, bis auf die Feder. Wenn ihr die Feder vom Parco euch nochmal vorstellt, ich kann sie hier an der Stelle auch nochmal zeigen, und jetzt die vom Parkett daneben seht, dann seht ihr auch den Unterschied. Links ist jetzt die vom Parkett und da steht drauf Warranted 14 KT Canada. Und bei der rechten Feder ist die Modellbezeichnung drauf. Ist jetzt auch nicht eine identische Feder, das andere ist eher eine mittlere Feder, ebenfalls Semiflex, das kann ich euch schon mal verraten. Und auch nach rechts leicht angeschrägt, wie ihr seht. Also auch wieder diese Oblique Sache, das Reverse, oder nicht Oblique, wäre ja nach links angeschrägt, also Reverse Oblique. Und aber es ist eine andere Feder verwendet worden. Möglicherweise haben das die Kanadier immer gemacht, aber auch hier findet man noch weniger Hinweise darauf, dass es sich um einen Parker handelt. Wir können den Parco mal wieder weglegen. Also weder hier auf der Feder, hier seht ihr nochmal den Tintenleiter, der sieht auch aus wie beim Parco, oder am ganzen Füllfederhalter seht ihr irgendeinen Hinweis, der da heißt, das ist ein Parker Füllfederhalter. Finde ich, ist verwunderlich, und auch hier, ihr seht es am Clip, hat man noch nicht den Clip eingefügt, den man später eingebaut hatte. Also den mit dem Pfeil. Aber ja, es ist eindeutig ein Parker Füllfederhalter und die Modellbezeichnung ist drauf. Und ansonsten ist es auch hier so, der ist hier verschlossen. Man kann den natürlich dann öffnen, wenn man den Tintensack wechseln muss. Dann haben wir hier den Hebel und ansonsten ist auch alles aus einem Stück Zelluloid hier gefertigt. Okay, ja, Maße und Gewichte. Der ist nahezu gleich. Ich habe ja die Maße euch schon mal gesagt beim Parco. Auch hier kann man die Kappe aufstecken und man hat dann hier eine feste Verbindung. Da geht auch nichts raus. Können wir hier noch mal ein bisschen zurückzoomen. So, dann kann man das noch mal besser sehen. Also in dieser Länge mit der aufgesteckten Kappe wären es 14,4. Ohne Kappe wären es 11,1 und mit der Kappe im geschlossenen Zustand liegen wir genau wie beim Parco bei 12,3 cm. Einziger Unterschied ist das Gewicht. Da haben wir hier ein Gewicht von 14,7 Gramm und beim Parco hatten wir 15,9 Gramm. Ich kann euch das auch nicht wirklich erklären. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es vielleicht an dem Material hier liegt, dass für die schwarze Ausführung ein geringeres Gewicht vorhanden sein musste, beziehungsweise dass das Material etwas leichter war. Und insofern, dass dieses 1 Gramm da, oder ziemlich genau 1 Gramm, dass das hier den Unterschied macht. Ansonsten habe ich dafür keine Erklärung. Ja, so viel zu den Maßen und zum Gewicht. Und dann kommen wir jetzt zum Schreibtest mit dem Parker Parkett. Der Schreibtest. Ich nehme den mal mit aufgesteckter Kappe heute. So.
Wir haben heute hier vor uns den Parker. Parkett oder Parketti. Der ist aus dem Jahr 1933. Er hat eine, ich gehe mal davon aus, ist eine Semiflex. Flex M Feder. Die Tinte ist Pelikan 4001 Königsblau. Wirkt hier fast schwarz, aber es ist die Königsblau. So, was haben wir noch? Das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr mal hören, wie der Stift hier über das Papier gleitet mit der 14 Karat Goldfeder. Also ihr hört es schon, wenn ihr es mit dem Schreibgeräusch des Parkos vergleicht, dann hat man hier ein bisschen mehr Feedback, aber es ist ein sehr, sehr angenehmes Schreibgefühl. Ist identisch, weil der Füllfederhalter mit oder abgesehen von der Feder, von der Goldfeder hier, ist ja, Entschuldigung, ist ja identisch. Und insofern wäre es ja verwunderlich, wenn man hier ein anderes Schreibgefühl hätte. So, jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Dann schauen wir mal, ob Schnellschreiben geht und ob er gleich wieder anschreibt. Ja, genau. Ja, also auch gar kein Problem. Der Füllfederhalter ist sofort da. Dann schauen wir mal, ob hier... Wir hatten ja beim Parko ein bisschen Schwierigkeiten, ob wir hier irgendwie verkehrt herumschreiben können. Ja, das geht hier besser. Vielleicht liegt es auch an mir und ich habe jetzt gelernt, wie man den dann halten muss. Also hier ist es kein Problem. Und ihr seht schon, also der Tintenfluss ist hervorragend. Hier haben wir gar keine Schwierigkeiten. Ich denke, es ist mit M-Feder, das trifft es ganz gut. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, was man hier aus dieser Semiflex-Feder rausholen kann. Ja, ihr seht das schon. Also hier ist schon einiges möglich. Schaut es euch an. Hier und hier. Also das sieht wirklich sehr schön aus. Und wie gesagt, es ist absolut angenehm, damit zu schreiben. Also da muss ich sagen, diese Semiflex, schreibe es hier nochmal hin, 6 Goldfeder, 14 Karat, die ist schon hervorragend. Okay, so viel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Parker Parkett und ob ich ihn mir wieder kaufen würde und wo ihr ihn vielleicht bekommen könntet oder auch finden könntet, so wie ich ihn im Internet eben gefunden habe. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Parker Parkett? Hier ist er nochmal. Was mir sehr gut gefällt, ist die Feder. Diese mittlere Feder, Semiflex, die schreibt wunderschön. Ist auch wieder eine Goldfeder. Also da muss ich sagen, sehr angenehmes Schreibgefühl. Ihr habt ja auch gehört, ihr könnt ja immer vergleichen, da ich immer das gleiche Papier von Clairefontaine nehme. Dann hört ihr ja, wie die einzelnen Federn sich auf dem Papier verhalten. Und da finde ich, ist er wirklich ganz, ganz hervorragend. Das Schreibgefühl, wie gesagt, toll. Was mir noch gut gefällt, ist der Tintenfluss. Auch hier gibt es überhaupt keine Probleme. Tintenfluss ist hervorragend und insofern gibt es da auch nichts zu meckern. Ihr habt es ja beim Schreibtest gesehen.
Was ich auch sehr schön finde, ist hier eine seltene Feder und eine seltene Ausgabe. Es ist ja hier die kanadische Ausgabe des Parkett oder Parketti. Ähm, und insofern finde ich das natürlich auch für einen, der sammelt, interessant. Und ich bin eher der Nutzer und möchte auch mit den Dingen schreiben und möchte die auch benutzen. Aber wenn einer ein reiner Sammler ist und vielleicht sich irgendwie auf Parker, Parkett oder auf die frühen Parker Hebelfüller spezialisiert hat, dann findet er mit dieser oder mit dieser seltenen Ausführung in der kanadischen Variante natürlich auch nochmal ein Sammlerstück. Das finde ich alles sehr schön. Ja, was gefällt mir weniger gut? Das, was ich schon beim Parco gesagt habe, das gilt natürlich auch hier, weil er ist ja absolut baugleich. Das hatte ich euch ja beschrieben und aufgezeigt. Die frühen Modelle, da wurden halt die Restteile sozusagen noch verarbeitet. Und den finde ich etwas schmal für meine Hände, aber das ist meine persönliche Sache. Ich zeige euch hier nochmal, ich stecke ihn nochmal auf. Also wenn ihr den hier so seht, dann habe ich schon recht große Hände und mit aufgesteckter Kappe ist es dann hervorragend. Aber der könnte oder dürfte nach meinem Geschmack ruhig etwas breiter sein im Durchmesser. Aber es ist völlig okay und wie gesagt, ich schreibe sehr gern damit. Was mir noch nicht so richtig gut gefällt, dass es nirgendwo einen Hinweis auf die Firma Parker gibt. Das kann ich auch nicht erklären, warum, wieso, weshalb das so ist, weil sie schreiben mir ihren Modellnamen drauf. Vielleicht hat man das damals so noch nicht getan oder hat da nicht so viel Wert drauf gelegt. Könnte damit zusammenhängen, dass man ja auch das Logo diesem Pfeil erst dann ein Jahr später eingeführt hat. Vielleicht hat das nicht diese Rolle gespielt und es hat gereicht, wenn man den Modellnamen draufgeschrieben hat, da jeder wusste, dass es sich bei dem Parkett oder Parketti dann um einen Parker Füllfederhalter handelt. Und dritte Sache, aber das liegt natürlich an der unterschiedlichen Federstärke. Die mittlere Feder hier aus Kanada, die ist nicht ganz so geschmeidig wie die des Parco. Die Feder wurde ja da in den USA hergestellt. Das sind beides 14 Karat Goldfedern. Aber sie ist nicht schlecht. Also ich möchte da auch nicht missverstanden werden. Aber sie ist nicht ganz so smooth, will ich mal sagen. Ja, das war es aber auch schon. Also wirkliche Nachteile habe ich hier nicht. Ich bin froh, dass ich die beiden Füllfederhalter hier bei mir habe. Und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr auf alte Füllfederhalter steht. Ich habe es auch schon gesagt, ich bin kein großer Parker-Fan, aber diese alten Hebel-Füllfederhalter, die finde ich toll. Und auch die Goldfedern finde ich toll. Und dann müsstet ihr natürlich schon ein bisschen suchen. Wenn ihr jetzt einen Parketti oder Parkett haben möchtet, egal ob Kanada oder USA, dann findet ihr da noch den einen oder anderen im Internet. Aber es ist auch nicht ganz einfach und die kanadische Variante habe ich in der Form so gar nicht gefunden, muss ich euch sagen. Insofern fällt mir es natürlich auch schwer, euch hier einen Hinweis zu geben, wo ihr denn diesen Füllfederhalter dann finden könntet. Vielleicht einfach mal ebay.com schauen in den USA. Da wird es sicherlich noch was geben. Kanada möglicherweise auch dort direkt. Man hat da halt immer dann die Einfuhrumsatzsteuer und die kommt halt dann noch oben auf den Preis drauf. Ich habe den zum absoluten Schnäppchenpreis bekommen. Ich habe den über eBay ersteigert und habe ungefähr 50 € dafür bezahlt. Das ist aus meiner Sicht ein ganz hervorragender Preis für so ein altes Stück. Und er ist auch, wie gesagt, voll funktionsfähig, muss ich nicht noch Geld reinstecken. Insofern bin ich da sehr, sehr zufrieden. Und ja, ihr müsst einfach schauen. Und die kanadische Variante, die habe ich aktuell hier in Deutschland angeboten gar nicht gefunden. Wie gesagt, da müsstet ihr mal schauen, ob vielleicht eBay USA etwas anbietet in der Richtung. Und dann würde ich mich auf eure Rückmeldung freuen, zu welchem Kurs denn ihr vielleicht diesen Füllfederhalter bekommen habt.
und wie zufrieden ihr damit seid. Also schreibt mir, ich würde mich über eure Nachricht diesbezüglich freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.